Alrighty then, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir, Basti. Und ja, nachdem jetzt zuletzt nicht so viele Videos kamen, dachte ich mir, komm, zeige ich euch mal die Chars, die ich natürlich spiele. Für einige, die mich nicht so lange kennen, ist es vielleicht auch ganz interessant. Für die, die mich lange kennen, die wissen dann, ah ja, stimmt, da war ja was. Denn viel Content kommt nicht auf meinem Main Char S41. Den ich nach wie vor spiele. Klar, habe ich immer gesagt, mache ich. Problem hier ist nur, dass ich auch in der Zeit, wo die Performance nicht sehr gut war, tatsächlicherweise auch nicht immer auf dem Server online war. Deshalb habe ich wieder mal Daily Login Kalender etwas versautebeutelt, ja, muss man mal sagen. Aber trotzdem habe ich mich wieder zusammengerissen. Ich meine, die Performance läuft jetzt ja auch relativ stabil wieder. Fühlt sich eigentlich so an wie früher. Und das wiederum hilft mir natürlich dabei, das Ganze auch einzumachen. Ich dismantle in der Regel immer Gegenstände, die ja, 150 oder mehr Kristalle haben. Mir fehlen jetzt sehr bald Epics. Werde ich ein paar blättern zwischendurch, ja, damit ich die Aura voll kriegt. Da bin ich im Moment bei 42. Das ist auch, also ist überhaupt der Char, wo ich am weitesten in Shakes and Fidget unterwegs bin. Und das ist natürlich hauptsächlich eine geile Sache. Ja. Was haben wir denn hier? So, da können wir das rausnehmen. Dann swappen wir mal die Runen. Und was hatte der Krieger hier drin gehabt? 715. Das könnte auch noch dismanteln. Da habe ich schon weitaus besseres, obwohl also so einen kleinen Stein mal wieder gekriegt, ne, richtig schlecht 687. Aber ich habe noch hier viele Steine in der Hinterhand, die großen. Da können wir dem Krieger auch jetzt mal hier ein kleines Upgrade geben. Das Schöne ist, dass auch die schlechten Steine 10 Millionen Gold bringen. Das heißt, es gibt ordentlich Gold. Übrigens auf dem Server habe ich festgestellt, vielleicht wusstet ihr das schon, wenn ihr hier über 10 Milliarden Gold habt, ja, dann könnt ihr im Goldpit kein Gold mehr abheben. Ja, das musste ich erschreckenderweise feststellen. Ich habe 2-3 Mal drauf gedrückt und dachte mir, ach, ist wieder ein Connection-Fehler oder sowas. Nee, einfach die ganze Zeit Gold gesammelt durch Abenteuer und dies, das, jenes, ne? Und habe nicht gecheckt, dass ich hier über 10 Millionen kam. Also es ist so eine Grenze, ihr solltet versuchen, nicht so viel zu sparen. Ja? Zu viel sparsam oder zu sparsam spielen kann dann auch tödlich sein. Ja, probiert natürlich in der Regel auf das meiste Gold zu gehen in den Quests. Mittlerweile auch, ja, sieht man ohne Gold-Event eigentlich ja, ganz selten, dass ich mal eine XP-Quest nehme. Das hat das Level so an sich. Und ich versuche immer noch über Free Tries, den einzigen Dungeon, den ich mache, ist ja, oder den ich machen will, ist der ist schon ein paar Monate offen. Ich mache hin und wieder Free Tries. Ich hatte auch schon, also ich kann den schlagen. Ja, man könnte den locker schlagen. Wir können auch mal skillen. Ich habe zuletzt leider nur noch Geschick geskillt. Ich muss jetzt mal ein bisschen Ausdauer nachskillen. Weil wenigstens so auf 15.000 kommen, wenn ich bei Geschick dann die 30.000 voll mache. Und ja, den möchte ich schlagen. Ich habe gesagt, das ist der einzige Dungeon, den ich machen will. Und ja, wir sind im Moment 482 vom Level. Das ist jetzt nicht unglaublich riesig stark. Ich hätte wahrscheinlich, wenn ich jetzt nochmal so einen neuen Char spielen würde, würde ich auch da ein bisschen was anders machen mit den Quests. So. Jetzt haben wir erstmal ordentlich geskillt, fast 1000 Skillpunkte waren das natürlich. Also das waren jetzt 600 oder mehr. Das ist Schmackofatz. Da komme ich fast auf 13.500, aber das mache ich jetzt nicht heute, das mache ich morgen. Und der ist auf jeden Fall schaffbar. Ja. Ich habe natürlich auch bei meinen Begleitern nicht überall einen perfekten Stein drin. Aber ich muss halt nur natürlich meine Fähigkeit ausnutzen als Assassine. Und wenn man sieht, dass die Kundentunte schon
gut Damage machen kann. Die beiden anderen Begleiter ist es so, ne, wir müssen halt ausweichen, ne? Und dadurch, dass es ein Assassin ist, ist es natürlich nicht so einfach. Der macht so viel Schaden. Aber ich hatte schon versucht, der mega knapp war. Und deshalb denke ich, dass der fallen kann. Mit ausreichend Versuchen. Ja. Können wir mal gucken bei den Begleitern. Die Items sind auch nicht alle up to date. Da bin ich mir sehr sicher. Was haben wir denn hier? 744, 736. Orangen Steine. Bei Magier wäre das vielleicht nochmal ganz interessant, ihn zu pushen, so ein bisschen, ja. Zumindest die schwarzen Steine könnte ich mal erweitern. Denn der macht ja viel Damage, ja. Der macht viel Damage. 870er Legestein. Kann man auch mal verbessern. 819 sogar nur. Eieiei. Ich soll mal einen reinömmeln hier wahrscheinlich. Ja, ich hatte eigentlich beim letzten Epic Event vor, hier auch ein bisschen zu equippen. Das habe ich dann leider nicht geschafft. Was ein bisschen unglücklich gelaufen ist. Legestein 746. Okay, bei der Kundentour muss ich auch was machen. 906. Da geht auf jeden Fall auch was. Also auch, ja, sie muss halt ausweichen, ne, damit sie viel Damage macht. Aber das ist, sage ich mal, schon machbar so, ja. Überhaupt irgendwo ein Ausdauerstein drin? Nee. Nee, ich glaube, den können wir auch verkaufen. So, dann ist das Lager wieder frei. Ja, hier selber auf meinem Main-Char kann ich natürlich auch vor allen Dingen orangene Steine verbessern. Hier habe ich noch einen Tausender drin, auch ein Tausender. Okay, wir nehmen mal die beiden Steine wirklich rein hier. Die kann ich ja eh dismanteln, wenn ich sie wieder brauche. Das ist jetzt nicht so das Thema. 809, 755, dann nehmen wir auch nochmal. Jetzt mal hier ein bisschen upgraden. 869, das Beste rein. Ja, das bringt jetzt in dem Dungeon nicht viel, aber natürlich bringt es meinem Char was. Ja, einfach die Werte geiler. Sind die Werte einfach geiler. Ja. Der Magier, der macht gut Damage, ja. Okay, diesmal nicht. Das war nicht so viel Damage. Naja, jetzt hat der Assassine gefehlt. Ja, kann mal ein paar Versuche geben, ja. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mal reinschreiben, welcher Char euer Main-Char ist. Also bei einigen weiß ich es noch, auch, ja gut, in den letzten Wochen wir nicht so viel Kontakt zueinander hatten. Würde mich mal interessieren, ob es Leute gibt, die in einem ähnlichen Bereich unterwegs sind wie ich, ja, vom Level. 154 Millionen. Also hatte ich vielleicht doch damals mega viel Glück einfach mit den Fähigkeiten und habe zu wenig Damage gemacht. Also ich habe meine Fähigkeit oft genug eingesetzt, wir sind oft genug ausgewichen, aber wir haben zu wenig Damage gemacht, weil es war echt nicht viel, was du übrig hatte, ja. Na gut, ist es ja immer noch eine Challenge, ja, den zu besiegen. Gott sei Dank. Seitdem habe ich natürlich einiges geskillt, ja. Also jetzt nicht von der Hand zu weisen. Wir probieren noch 30 Mal. Und dann gucken wir uns den Char noch weiter an. Geil, meistens kein Damage. Es ist einfach schön, dass man so ein bisschen wieder ändern kann. 117 Millionen. Okay, der war auch knapp. Das ist geil. Manchmal hat er gar kein Damage, ne? Das ist geil. Okay, nee. Dann will er noch nicht. Ist auch nicht schlimm. Oh, ja, hier. Wir haben einen neuen Daily Login. Oh Gott. Habe ich jetzt Alu verpasst? Nee, anscheinend nicht. Oh. Gott sei Dank. Da hätte ich mich jetzt auch wieder geärgert, dass ich hier ein Video mache und dann schon wieder Abenteuerlust verpasse. Das wäre schlecht. Also, hier sieht es so aus. Warte mal, haben wir einen Anzeigefehler drin? Ja. Na klar, habe ich alle verpasst. Mann, das ist einfach dumm. Das war jetzt wieder dumm, ja, weil ich mich wieder hier hinreißen lassen. So muss der Char leider immer wieder so ein bisschen leiden. Das tut mir auch leid, aber wir sind trotzdem noch ganz gut dabei.
Ja, ich wollte erstmal noch hier weiter gucken, wie der Char hier aufgestellt ist. Goldmine geht jetzt wieder eins hoch. Ich könnte zwischendurch auch ein bisschen skippen. Aber warum? Also wenn ich in anderen Bereichen halt ein bisschen schlechter unterwegs bin, dann stört es mich halt nicht, wenn man jetzt hier auch mal ja, als wenn man jetzt hier auch mal nicht skippt. Goldmine geht es auf 35 hoch. Ja, das sind natürlich dann immer 15 Tage, das dauert. Ja, da muss man einfach ein bisschen Geduld haben. Bei den Pets, ja, nicht von hinten nach vorne drauf zu füttern. Ich habe halt überall also es dauert noch ein bisschen, aber überall die Hälfte der Pets bald auf 200. Da sind mir sicherlich auch Früchte flöten gegangen, wenn ich nicht immer ja Abenteuerlust gespielt habe, aber ja, gut. Oh, in der Ehrenhalle bin ich jetzt Rang 91. Der, den ich jetzt hier angreifen soll, theoretisch, der ist anscheinend relativ schlecht. Zwerg ist ungefähr auf meinem Niveau. Gut. Das wäre eigentlich auch wieder schwächer. Aber ja, das spielt überhaupt keine Rolle. IMAX, okay, 2258. Was, gegen den habe ich auch verloren? Ja, das ist einfach nur... Das ist einfach nur, ja, Kaffeesatz lesen, gefühlt. Ja gut, Wheel of Fortune können wir natürlich nochmal spielen. Habe ich jetzt noch was vergessen? Ja, wir gucken nochmal in die Ehrenhalle. Also Double B, eigentlich ja mein größter Konkurrent. Vom Level her jetzt, ja, genau eine Stufe besser. Ich habe natürlich bald mal Deliuk und ich weiß nicht, wann er seinen hat. Ich weiß auch nicht, wie viele Dungeons. Ich könnte es mir gegebenenfalls angucken. Ich weiß gar nicht, ob man das auch auslesen kann im SF-Game-Tool von Mar, wie viele Dungeons ein Gegner hat. Aber gucken wir mal auf die Skills. Also ich gucke jetzt nicht auf die Werte, ich gucke auf die Skills. Also von den Werten her ist er halt wie immer ausgeglichen. Ich habe 13.000 Geschick mehr, grob. Habe 11.000 Ausdauer weniger. Klar, ich habe jetzt Steine aktualisiert auch. Aber auch von den Skills her, 28.000 bin ich hier bei knapp 8.000 mehr bei Geschick. Bei Ausdauer ist er bei ein bisschen mehr als 7.000. Also von den Skills her bin ich einen Ticken besser unterwegs. Hab zumindest also nichts, glaube ich, großartig verloren zum letzten Mal, wo wir da reingeguckt haben. Auch trotz oder auch wegen der Inaktivität. Aber man muss sagen, Refkin kommt, glaube ich, immer näher. Also von den Skills her ist er auch fast auf meinem Niveau. Ja, also auch vom Level her, also ich glaube, dass Refkin etwas aufgeholt hat. Ja, und man muss mal überlegen, er hat jetzt auch nicht so die mega krassen Steine drin. Da ist noch Luft. Ja. Also da ist die Frage, ob er es langfristig schafft, mit seiner Spielweise aufzuholen oder ob ich jetzt nur denke, dass es knapp ist und gar nicht so. Also normalerweise sollte ich die Fights gewinnen gegen ihn. Der war knapp. Da haben wir sogar einen verloren. Und 2 von 6 verloren. Zwei von 10 verloren. Also die Tendenz ist da. Und bei Double B sollte es eigentlich auch der Fall sein. 1254. Der hat auch nicht die neuesten Waffen drin. Mal noch gucken bei mir hier. Okay, ich auch nicht. Er hat eine relativ neue Waffe und ich eine relativ ältere Waffe. Also das gleicht sich wieder aus. Oh, was jetzt? Wir haben einmal gewonnen. Mensch, jetzt habe ich die Performance gelobt und was passiert? Was passiert denn da nun jetzt? Ja, Profi-Effekt. Ach, hier ist er ja. Double B, haben wir Glück. Verloren. Wieder verloren. Jetzt ist er nicht dabei. Verliere ich ja alle Kämpfe hier.
Okay, der war viel höher als ich. Was ist jetzt hier los? Ach, Dämonie will ich nicht angreifen. Okay, gegen den haben wir mal gewonnen. Ja, die Bilder sind einfach alle gelöscht. WTF. Komm, Double B einmal. Ich habe zweimal gegen ihn verloren, ja. Dämonjäger, krass. Dämonjäger ist schon ein bisschen anders, ja, wild. Also die Dämonjäger hier auf dem Server, die haben sicherlich auf jeden Fall einen schönen Vorteil genossen in ihrer PvP-Eigenschaft. Ich finde Double B nicht mehr, ne? Das ist richtig belastend. Oh, Kunde. Was? Keine Chance gehabt. Also da sieht man natürlich, wenn man jetzt gegen Spieler spielt, die halt richtig durchgezogen. Ja, Seraphim, wenn ich die Werte sehe, ne? Lö. Da komme ich lange nicht hin. Also das ist... So, komm, einmal noch gegen Double B, oder? Ist das jetzt ein Problem nur hier, oder habe ich das? Ne, auf Server 7 geht's. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt ein Serverproblem tatsächlich ist. Aber das hatte ich noch nie. Was man da machen kann. Naja, egal. Dann können wir halt nicht mehr gegen Double B kämpfen. Da hat er jetzt gewonnen. Da hat er einfach gewonnen. Ist so. Muss ich jetzt akzeptieren. Ich denke aber, dass ich eigentlich auch gegen ihn im Schnitt noch mehr gewinnen müsste. Also jetzt muss ich hier wirklich dranbleiben. Das Ding jetzt, wir sind jetzt auch bald im Urlaub. Werde ich wahrscheinlich sitten lassen müssen. Ja, aber ansonsten habt ihr eigentlich alles gesehen, was den Char betrifft. Also in der Lichtwelt alles fertig, in der Schattenwelt keine Dungeons außer Unge. Ich wüsste noch nicht mal, ob ich, also wie viel ich jetzt hier von den anderen schaffen würde. Ne? Das ist ja noch das ganz andere. Und wir gehen langsam auf Level 500, was so ein bisschen mein Highlight dann wäre für diesen Char. Ja, genau. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne rein in die Kommentare, würde mich freuen. Der Server ist auf jeden Fall Server 41 Deutschland, falls ich es noch nicht gesagt habe oder ihr nicht gesehen habt. Und ja, unsere Gilde Gewählten im Wandel ist nach wie vor Rang 2. Ach ja, genau. Gildenbett gleich mal angreifen. Ah ja, das ist also auch... Ja, das habe ich schon mal gelesen, dass die Anhalle Zorn-Gen nicht funktioniert. Ich habe es bloß noch nicht so gesehen, muss ich sagen. Also irgendwie... naja. Also für mich ist die Spielperformance relevanter als die Ehrenhalle. Overall, aber natürlich sollte alles gut funktionieren. Das wäre perfekt. So, zum Abschluss machen wir noch hier Pronto Free Roll. Eigentlich brauche ich nur... Oh, Sanduhren habe ich noch genügend. Wir brauchen eigentlich nur Kristall oder Gold. Mhm. Mhm. Jawohl. Nice. Aber es war schon risky. Aus einem macht 3. Jetzt Gold. Komm. Glaubt ihm nicht, dass der mir viel Glück fürs nächste Mal wünscht. Ich glaube ihm was nicht. Oh, schade. Ja, insgesamt viel gewonnen, aber leider immer nur Dreier. Naja, gut, wer hat schon was gegen Dreier? Gut. Also in diesem Sinne, haut erstmal rein, macht Tschüss und Servus. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich freuen. Bis bald, euer Basti.